Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin seit 2 Jahren mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs. Das ist mein erstes Video aus Kolumbien. Der Anlass ist leider nicht so schön, denn ich habe mir Dengue eingefangen. Ich will mich einfach mal melden, weil es jetzt schon über eine Woche her ist, das letzte Video. Und ja, ich lieg flach. Seit gestern geht es mir einigermaßen, dass ich zumindest mal ein Video aufnehmen kann. Das war vorher nicht möglich, denn ja, ich bin hier in Bucaramanga, die zweite Stadt in Kolumbien. Alles hat gut angefangen, tipptopp, viele Sachen fürs Bike gemacht und so, kommt noch ein extra Video darüber. Und dann, heute ist Sonntag und Freitag vor einer Woche war ich auf einmal so super erschöpft. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe geschlafen bis Montag. Natürlich immer aufgewacht, zwischendurch super schlecht geschlafen und mega geschwitzt, Fieber gehabt. Und Montag habe ich dann gedacht, so okay, die Erkältung hast du überstanden, jetzt gehst du mal was essen, dann packst du und Dienstag fährst du weiter. Und als ich dann im Restaurant war, bin ich dort zusammengeklappt. Dann bin ich wieder aufgewacht, dann war eine Frau, die hat mir so den Puls gemessen. Da habe ich mich erstmal orientiert und zufälligerweise war das eine, ich weiß nicht, ob es eine Ärztin war oder eine Krankenschwester oder sowas. Auf jeden Fall hat die dann gesagt, so ja, du musst auf jeden Fall zum Arzt gehen, du hast dir vielleicht eine Tropenkrankheit eingefangen. Ich war noch mit dem Motorrad unterwegs und es sind hier noch über 30 Grad, also mein Kreislauf war halt total hinüber. Und geschwitzt wie Sau, ging mir richtig schlecht. Und ja, ich habe mich dann irgendwann, bin ich erstmal wieder hier ins Hostel gefahren, dann habe ich mich zum Arzt geschleppt und dort hat er mir dann einen Bluttest gemacht, Urintest und Stuhlprobe. Und bei Dengue ist es so, man kann es sofort erkennen am Blut, dass es wahrscheinlich Dengue ist, auch wenn das jetzt nicht direkt ein Dengue-Test war. Kann man das aber sofort erkennen oder gibt starke Hinweise darauf und nachdem ich am Dienstag dann schon die Auswertung davon hatte und er hat gesagt, so ja, du hast Dengue, mein Freund, war es dann so, dass ich am Mittwochmorgen einen spezifischen Test gemacht habe auf Dengue und der war natürlich positiv. Und ja, die ganze Woche ging es mir richtig schlecht. Also was sind die Symptome? Es ist so, denke, am Anfang ist es eben so, dass man sich super schlapp fühlt. Also es war wirklich so, als wäre ich angeschossen worden mit Elefanten-Narkotikum. Ja, also ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, ging gar nichts. Und kein Hunger. Du musst halt trinken wie ein Blöder. Und ich habe dann auch, der hat mir so 75%iges Elektrolytezeug verschrieben, massig. Und ja, das geht halt auch super schwer rein irgendwann. Ja. Aber du musst trinken. Und am besten halt auch irgendwie leichte Kost zu dir nehmen, nichts Fettiges, keine Soßen und so, Früchte, Gemüse und so weiter. Das ging ja alles, also ich konnte eigentlich fast nichts essen, ich konnte nichts zu mir nehmen. Was ich nicht hatte, war Kotzen und Blutungen, weil das ist das, wenn es gefährlich wird mit Dengue. Er hat gesagt, ja, wenn du kotzen musst oder Blutungen hast, musst du sofort kommen, dann musst du ins Krankenhaus. Habe ich dann so vor mich hin vegetiert und es sind wirklich auch große Schmerzen und ich hatte dann auch, du kriegst dann auch so knallrote Haut teilweise und auch wie so Ausschlag an der Haut und es kommt aber und geht. Also es ist die Schwankungen, jetzt bei mir waren die Schwankungen extrem. Es ging mir gut, wo ich gedacht habe, ah ja, hast jetzt überstanden, am nächsten Tag geht es weiter oder in 2 Tagen. Und eine halbe Stunde später ging es mir so schlecht, dass ich wimmernd im Bett gelegen habe. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich war dann immer wieder, wurde Bluttest gemacht und so weiter. Und es ist eben, was kann man machen? Es gibt keine Therapie gegen Dengue. Man kann nur trinken und eben gegen die Schmerzen Schmerztabletten nehmen. Und zwar nur Paracetamol. Weil du kannst nichts Blutverdünnendes nehmen und so, weil das ist eben die Gefahr, dass die Blutplättchen, die sind dann so niedrig, bei mir war die auch sehr, sehr an der Grenze, dass das Blut dann nicht mehr gerinnt. Und wenn du Blutungen hast und so, und dann kannst du auch Magenkrämpfe haben, dann hast du innere Blutungen und sowas. Ich hatte Magenkrämpfe, aber es war alles noch so gerade an der Linie sozusagen, dass ich nicht ins Krankenhaus musste. Und ja, eine Woche später
Samstag, gestern, war es dann so, dass man sehen konnte, meine Blutwerte gehen wieder nach oben. Zum Glück. Und was hatte ich noch für Symptome? Es war auch so Aggressivität, also teilweise, dass es dann wirklich aggro war innerlich und so. Ja, sehr, sehr unangenehm. Und für die, die nicht wissen, wie bekommt man Dengue eigentlich? Ich denke, es ist die asiatische Tigermücke, also so ein Moskito, der sticht dich und der trägt eben diesen Virus und dann dauert es 3 bis 10 Tage, bis du Dengue hast. Und es gibt 4 verschiedene Varianten von Dengue und eine davon ist potenziell tödlich. Es ist aber so, dass nur 1,5% aller Infizierten an Dengue sterben. Und auch nur, wenn du dann nicht ins Krankenhaus gehst und dich behandeln lässt und so weiter. Aber es ist schon nicht ungefährlich. Und vor allem halt schmerzhaft. Im Englischen wird es auch Knochenbrecherkrankheit genannt, weil du so Schmerzen hast, als würden dir deine Knochen gebrochen werden. Könnt ihr euch vorstellen. Bei mir war das jetzt nicht, dieser Fall hatte ich jetzt nicht, kann ich nicht bestätigen, aber ich hatte es so, dass es wie Nadelstiche waren, ja, überall. Ja. Und ja, sehr unangenehm. Dann eben versucht nicht zu kratzen, weil eben meine Blutplättchen so niedrig waren, dass ich mich nicht aufkratzen wollte, dass ich dann nicht blute und dann schließt sich nicht mehr und so. Naja, und dann kann man halt eben aus der Nase bluten, aus den Ohren bluten und so weiter und so fort. Nicht so schön. Und ich hatte es dann auf Instagram auch schon mal geschrieben, also die mir auf Instagram folgen, die können es auch, wissen schon, dass ich Dengue habe. Und das Gute ist, es ist nicht ansteckend. Es ist nicht wie Corona, dass du dich dann verstecken musst und kannst mit keinem anderen reden, sondern du kannst andere Leute damit nicht anstecken. Das ist gut, es kann eben nur über diese Mücke übertragen werden. Es ist auch so mittlerweile, es gibt auch Dengue-Fälle in Europa mittlerweile, weil es eben so ist, dass Urlauber das aus anderen Ländern einschleppen und dann, wenn dich dann eine Mücke sticht, dann infiziert sich quasi die Mücke mit diesem Virus und trägt ihn dann an andere weiter sozusagen. Ja. Aber diese Tigermücke, die kann bei uns im Winter nicht überleben, deswegen stirbt die dann immer und deswegen wird es dann quasi jedes Jahr neu eingeschleppt, aber es kann sich nicht halten sozusagen. Aber es gibt es auch in Europa. Wenig natürlich. Es ist eine Tropenkrankheit. Und es ist auch so, der Arzt hat zu mir gesagt, so ja, über 1500 Meter, wenn du höher gehst, dann gibt es nicht mehr. Also ja, es beschränkt sich eben auf die Tropen. Also es ist nicht nur hier in Südamerika, es ist auch in Asien und so, überall tropische Gebiete auf der ganzen Welt. Und hier ist es jetzt extrem im Moment. Also Peru und Brasilien haben den medizinischen Notstand ausgerufen, weil es so viele Fälle gab wie noch nie zuvor. Ich habe gelesen, man weiß nicht genau, warum das so ist, aber man vermutet, weil es sehr, sehr viel geregnet hat, gibt es eben mehr von diesen Mücken und gibt es eben mehr Fälle. Es gibt auch einen Impfstoff, aber den gibt es nur in Europa. Ja? Also vielleicht gibt es ihn auch in den USA, das weiß ich nicht, aber in der EU ist seit 2023 ein Impfstoff zugelassen und du kannst dich impfen lassen, kannst zum Globetrotter gehen, dich da impfen lassen, aber hier in Südamerika gibt es den nicht. Ja? Ich sag mal so, da geht es um Geld verdienen, würde ich sagen. Ja? Also man kann natürlich mit den reichen Urlaubern in Europa viel mehr Geld verdienen als die Leute hier. Die können sich das natürlich nicht leisten, die Impfung. Und umsonst gibt es ja keine Impfung. Es geht nicht darum, Leuten zu helfen. Es geht nur darum, Cash zu machen. Und deswegen hier an die Impfung zu kommen, das geht nicht. Das Gute für mich jetzt ist, gegen meine Variante, das Dengue, was ich jetzt habe, das kann ich nicht nochmal bekommen. Da bin ich mein Leben lang immun gegen. Und gegen alle anderen 3 bin ich jetzt immerhin 1 Jahr immun. Ja? Das Negative ist, wenn man Dengue ein zweites Mal bekommt, also wenn ich jetzt ein zweites Mal eine andere Variante von Dengue bekommen sollte, dann denkt der Körper, Dengue, habe ich ja schon Antikörper für und schickt meine Antikörper da drauf und sagt dann, ja, alles cool. Aber das sind natürlich, wenn es die andere Variante ist, weil das eine andere Variante ist, kann er die nicht richtig bekämpfen. Und deswegen ist es so, dass es dann meistens viel schlimmer ist, das zweite Mal, wenn man Dengue hat. Weil das eben nicht, die Antikörper nicht dazu passen, aber der Körper denkt, ey, ich habe ja Antikörper. Wenn ihr in tropische Gebiete fahrt, lasst euch impfen. Ist auf jeden Fall gut, weil es ist kein Spaß, das kann ich euch sagen. Ich bin immer noch angeschlagen, ich weiß nicht, ob man es sieht oder so. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ich finde immer, ich sehe aus wie hingeschissen. Aber ja, dass ich jetzt hier so mich hinsetzen kann, ein Video machen kann, das ist alles tipptopp. Aber ich habe jetzt wirklich 1 Woche lang geschlafen, gelitten, also ging mir richtig schlecht, muss man sagen.
Ja, jetzt bin ich froh, dass es jetzt besser ist. Am Dienstag habe ich nochmal einen letzten Test, Bluttest. Und dann, ich hoffe, dass ich vielleicht Mittwoch weiterfahren kann. Mal gucken, im Moment bin ich schon noch sehr schwach. Aber ja, Freitag ging es mir noch richtig dreckig. Heute ist Sonntag. Ich kann jetzt wieder was essen und so weiter. Ist noch nicht wieder richtig gut, aber naja. Es geht bergauf, ich habe es überstanden. Damit wollte ich mich nur einmal melden. Also Tropenkrankheit habe ich jetzt auch, check. Ich hoffe, das war's mit schwerwiegenden Krankheiten für dieses Jahr. Jetzt hoffe ich, dass es dann einfach weitergehen kann und ich neue Abenteuer erleben kann, weil was ich bis dahin in Kolumbien erlebt habe, war schon sehr, sehr cool. Essen ist auch sehr spannend hier. Hier ist Bucaramanga, ist die Hauptstadt des Street Food in Kolumbien. Und das ist aber erst ganz der Anfang. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen hier zu entdecken. Und ich hoffe, dass es dann weitergehen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte mich noch bedanken für die Unterstützung bei Friedrich und Barbara. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ruti. Auf Wiedersehen.